Wie wel van deel waren even gaan naar de klas. En ik heb me nu van een tijd lang gewild timers te hebben. En beet wat aan mijn oren aankomt. Zodat komt aan mijn oren aan. Dan gerabbel ik daar even. En dan check ik naar de Bijbel en dan verzeker ik een timer aan te brengen. Zo veelmaal wird mijn nachtbed in de oren aangekomen van blijven bij dem wat je geleerd hast, ja. En weet je wat, meeste later tijd op nachtbed onder de oren gekomen. En ik wil van de aan reden. En daar heeft te doen met, kan ik weten dat ik gelukkig zie. En weet je, de verscheidenheid maakt ons als veelmaal ziemlich groot. Sommigen zeggen, we kennen dat niet weten. En sommigen zeggen, we moeten dat weten. En ik heb in de Bijbel gezegd en ik vind de beide dingen niet. Ik vind dat niet dat we dat moeten weten, en ik vind ook niet dat we dat niet kunnen weten. Zo mij aankt dat van daar een time aan te hebben. En ik word gleich een beetje een einfache Geschichte vertellen. Vielleicht wil je dan lachen, aber dat is ook geen daunt. Aber wie mensen zijn bloß einfach so staat, ja. We zijn verschieden. En ik dacht een beetje aan maaltje. Dan zeg ik een jong weer dat ik een kou maaltje, ja. En ik had van tussen geleerd, er moest een melkbankje zijn. En die kou deed we een stok vastmerken. En voeder geven. Dan zaten we ons te bezit dool. En dan deed we met beide hang, eerst de verste tat en dan de hengerste tat maaltje, ja. Wat uit je maaltje weer. Dat is echt geleerd ha. En sommige mensen hebben anders geleerd. Sommigen doen op de knieën door stonen en maaltjen. Zo dat is nog een andere weg. En sommigen doen een tijd op een maal maaltjen. En dan staat alle fire. En weet je wat? Ik zag nogmaals, wo fire tjinga maaltje deden. Aan de kou, jeder een tijd. En die maaltje. Zo. En dan hier ik laatst nog een geschichte. En die geloof ik is niet zo. Zo ik wil je die ook vertellen. Die zeiden dat brok 72 maanden om de kou uit maaltje. Heb je die geschichte mal gehoord? Zo ik wonder wo die maaltje worden. Nog een geschichte hier ik, dat dus een farmer, die maakt dicht bij 1000 schwein. Zo is ook te lachen, niet? Wel, dit zou wat 72 man moest brokken om een kou uit maaltje. Daar brokte ze feiert om jeder een taart houden. En de eeuwige, die de armzichte kou naar haken erop am doel, dat de melk eruit kwam. Zo dat is een melkgeschichte. En wat wil ik nu vertellen van deze klas? Weet je wat? Ik geloof je wordt een beetje wonderen dat ik zo'n time als dit aanvang. Maar wat is de hoofdzaak hier? Dat is de melk. Dat is de hoofdzaak. Een kou uitmaaltje dat we de melk brokken gaan. En mij aankert nu dit als een bijspel te nemen, hoe verschieden we zijn. En hoe verschieden we dingen doen. En ik had het eerste thema als, wat is een bekering? Ja, en waarom ik van dit reden nou is, we horen dat van de verschiedenste boodschappen, ja. Einer sagt, dat wenn du nicht weißt, wann eine Stunde die bekehrt hast, dann hast du das noch nicht. Dan was wahrscheinlich noch Mathe. Der andere die sagt, wenn du nicht wahre geboren bist, dann bist du auch nicht bekehrt. En der andere die sagt, eine Bekehrung ist die wahre Geburt. Noch ein anderer die sagt, bij de tafel kriegst du die wahre Geburt. En ik wil nog een lange reden en ik wil niet te veel tijd nemen van dat. En zo is dat de krijgt dus met maaltje, ja.
Einer braucht der Feier, und einer das anders, und einer das die Hauptsache ist, dass der Malkrieg kommt. Und dass die Wohl jetzt zu brücken. So, en ik heb some vers uitgelezen uit de Bijbel, wat een bekering is. En kort wil ik een beetje vertalen, waar ik versta wat een bekering is en wat een ware geboorte is. En ik kan je meer weer zijn, wat eigenlijk datzelfde meint. Einer nennt het bekeren, ander nennt het een zijn ander nennt het ware geboren worden, ander nennt het hij is omgevangen, en ander die tracht nu nog God, en steht nog Eed. En al deze verschillende dingen braucht wie verwirrt om erklären, wat je passiert is. En wanneer we de Bijbel nemen dan gaan we zien dat God maakt dingen uit, dat we dat verstaan zullen kennen, en dat we ook wat beleven zullen kennen. Zo, Johannes, der Täufer, dat zegt, Jezus is de jeratste profeet, wat God uitgeschickt heeft. En daar is de profeet wat rijtmerken deed voor Jezus te komen. En deze profeet, die kwam en predigt dat nieuwe goede Noorrecht. En daar is dat deze radung, vergeving wordt komen. En toen dat we die vergeving verstaan kunnen, braucht hij water im Jordan, wo hij de mensen taufe tot de Busse. Dat je verstaan, ja? So, dat wir wat rijtmerken deed. En weet je, dan hebben we de geschichte, wo Jezus naar Jordan kwam, en hij wil zich ook taufen laten van Johannes. En dan zegt Johannes dat hij zal niet Jezus taufen, Jezus zal even Johannes taufen. En Jezus zegt, laat dat nu zo zijn. Ik wil alle gerechtigheid ervallen. So wat passiert, wenn wir nu de Schriften bekennen en jäslich denken können, dann erkennen wir, dass Jesus wirklich nicht wurde nötig gehabt, door om Jordan gaan zich te taufen en bussen te doen, zoals al die anderen dat deden. Aber hij deed danach dort bewiesen, dat hij wie een fleischlicher Mensch, zoals wij zijn, en leidt zich door taufen, so als een teken van dat de Sünde aufgewaschen worden. So, und was passiert dort? Dann sei ich getauft, ja. Dann kommt eine klare Stimme von Himmel und sagt, das ist mein Leiber sehen. Das ist eine Stimme, was die Menschen da hielten. So, dass wir Gott sehen. Und mit der Stimme kommt das Yes Gottes ist nicht doof auf Arm. So, was hier passiert? Nur kurz gesagt, kann wir sein, eine Bekehrung. Und ich habe hier lange eine Schriftverse, wo wir das wel mit betrachten, was eine Bekehrung ist. So, und ich will je nicht deutlich merken, dass eine Bekehrung eine wahre Geburt nicht mehr zum Beispiel 5 Jahre nein sein, oder 5 Tage nein, oder 5 Stunden nein. Aber eine Bekehrung, das ist dort, wo wir uns hingeben, zu een andere weg. We kunnen zeggen, wo wir uns zijn omdraaien doen. Dat is een bekering. En ik wil hier some vers nemen, Lukas 1, vers 15. Daar zegt het krijg van des Johannes der Täufer, dat we een grote profeet. Hij dronk niet mal wien. En hij weer erveld van kind aan. Dat zegt in Mutterleib. Wie hij al erveld met een goede geest. So, das sagt nicht, dass wir so Jesus wir. Jesus, der wird nicht von einem Mann geboren. Er hat kein Mannsmensch als Vater, da wir Gott selbst der Vater. Der wohnt in ihm. Er wird von Gott geboren. Johannes, der wird als ein Mensch von einem Vater geboren. Well, geboren sich nicht sein, aber geboren von einer Mom, aber er hat einen irdischen Vater. Aber hij weer erveld van kleine baan, met dessen geest. En dat is waarom hij een jerat profeet was, de andere. En deze die leert ons dat we moesten draaien, we moesten omänderen. En dan zeg je in 16e vers, hij deed zo'n dat veel zich draaide naar God.
Hier sagt het bekehren. Die bekeerde sich zu Gott. So, das ist eine Bekehrung. Die dreht om, die sagen, ich sie sündig, ich sie schuldig. Und sie drehen sein nur Gott. Apostelgeschichte 3,19. Da sagt er, daut böse en bekeert jünt. Dat je van jene Sünde loskommen. En dat jene Tide worden erfüllt worden. So, dit is een bekehrung, ja? Daut böse en dreht jünt nur Gott. Dan komt die tijd wo je erfüllt wordt. Erquickt, sagt het, ja? Apostelgeschichte 3,26. Hij heeft Jezus opgewekt en geschickt, dat je van je bezit leven omdraaien. Bekeren, sagt het. So all diese Vers, wo das redet von der Bekehrung, da heißt dort, wir drehen uns von uns Sündeleben weg nur Gott, ja? Apostelgeschichte 1,34. Petrus heilt der Kranke, und dadurch bekehrte sich viel zu dem Herrn. So immer war diese Bekehrung, die dreht nur Gott. Das wird handrehend. Apostelgeschichte 11, 20, 21. Sie predigte die Griechen, wir können sagen, die anderen als Juden. Von der auch können wir sagen, alle Nationen worden gepredigt und viele bekehrten sich zu dem Herrn. Die drehen auf Christus, die drehen auf Gott. Apostelgeschichte 14, 15, hier ist die Geschichte von Paulus und Barnabas, wo sie werden und brachten diese gute Nachricht an von Böse, daut Böse, und sie deden Wunder, und da wollen sie als Jata bedeuten. Ja, sie glaubten die Steens, wo Jata wieder auf die Erde gekommen, und nu wollen sie die opferen, vor die. Und dann werden Paulus und Barnabas reiten sich gekleidet werden und sagen, no, wir sind Menschen. Und dadurch, dass sie dort erklärten, wurden Menschen gläubig und sie bekehrten sich zu Gott, zum Wahrhaftigen Gott. So, das ist alle Bekehrung. Sie predigte das Evangelium zu den Menschen, dass sie sich bekehrten zu der Wahrheit. Das ist dann allerdings wieder. Das ist in der Vers. Und da sind diese Dinge, was wir immer waren fingen. Weißt du was? Ich ging Eva im Testament und sag mal, was meint bekehren. Apostelgeschichte 15, Vers 19, da erklärt Jakobus die Wahrheit, er ist ein Apostel und sagt, wenn je worden das alles, oder wenn je worden das Nationen das Evangelium bringen, dann worden die sich bekehren. Und mag die nicht anrücht, Eva. So, und ich mir sagt so, dass da so geworden ist von der aus, dort macht so und so bekehrt. Wenn die nicht so bekehrt sind, und da redet es von der Beschneidung. Wenn die nicht beschnitten worden, dann haben die nicht ein Teil am Recht Gottes. Und hier sagt Jakobus, da wo sie die Meeting hatten, überall, sagt dann, lot die Menschen sich bekehren und dort nicht unruhig merken, wenn wir haben hier so eine Lehre, was nicht wirklich ab Gottes Wort ist. So, dann haben wir Apostelgeschichte 26, Vers 17 bis 18. Hier sagt Jesus, was er mit Paulus steht. So, er schickt ihm nur alle Nationen, alle Menschen, und macht die Augen op, dass sie sich bekehren zu Gott. Und dass sie worden losgemacht von ihrer Sünde. So war diese Bekehrung dreht immer noch Gott. Dann 1. Thessalonicher 1,9, hier redet von den Thessalonicher, dass sie sich von ihrer Aufjaterie nur den wahrhaftigen Gott bekehren. 1. Petrus 2,25, hier werden die verlorenen Menschen, und nun sind die bekehrt, und sie folgen dem Hort des Schub.
So, dit is wat een bekering is, ja. Ik ga hier meer versen, er zijn nog meer, aber ik dacht, ik wil niet alles, dat dit te lang, wat ik hier uitbrengen wil, naar mijn verstandnis nou, als de aanhoud van een bekering, als een omdraaien. Omkeren, kunnen we zeggen op Hochdeutsch. We draaien van ons zinteltje leven om naar God, naar de waarheid. Zo, en zo zie ik eerst de geschichte van Maaltje, de hoofdzaak weer dat we Maaltje uitkrijgen uit de kou, en amen aan om aandraaien. En wanneer we dit bechecken doen, de hoofdzaak van de bekering is, van ons zindenleven wegdraaien en naar God draaien. Dat is een bekering. Zo, wat meint dat? Ik wil zeggen, dat is een entscheiding. En kort gezegd, wil ik zeggen, een bekering, dat is onze ene entscheiding te doen. Der is de goede oorrecht. Der is dat we erkennen, we zijn verloren zinder, en we erkennen, we hebben vergeving. De goede oorrecht, evangelium, dat is vergeving. Door als we draaien van ons zindenleven, even naar God, wordt derg we kunnen gelukkig worden. Een entscheiding tot de bekering. We kunnen dat een zinändernis nemen. Tot de vergeving. Reden, ja. We reden ons maar ik kan zeggen, ik red die van die zindenleven, even naar God. Bussedonen. Een ander einfach het woord, ik zie jarig. Ik zie verbeterd. Ik vertel manchmal de geschichte, hoe ik mal in Belize en Bosch weer, en ik ging door ramen wil uit, en ik had een partner, en die zedelegel die is jarig. En ik geloofde hem niet, ik leef ook weer jarig. En dan hakt we striep en Bosch, en immer wieder, we willen nog mal wat voorkomen, en dus partner, die zei al, wacht mal, du was bloos wieder en wieder verbeterd. Wie soll andere mij gaan? En ik geloofde hem niet. Maar eenmaal zag ik, en eens je voor mij, door weer de staatje afgehakt, dan zei ik hem, check mal, door dat zal de stich waar we gaan willen. En hij weer stil en kwam hij aan, wat we hem stich weer, dan zag ik, dit is de stuk waar ik 5 minuten terug afhaken deed. Zo ik weer een rondje gaan, wie ik waar door. Doordat ik omdraaien, zei ik, zie jarig, nu weet ik gewoon dat we doen is. En dan ging ik aanhanger aan, die niet lang, wie we buiten. Zo we brokken de herkennen bekering als een omdraaien, jo. Nog een ding wat we een bijspel kunnen nemen van erkennis van een verlorenheid. We zijn maar eenmaal, ons worden maar eenmaal klaar, yes, ik zie verloren deze leven. Ik zie verbeterd. Ik zie ganz erg. En ik bruk me wat. Wasje te loten van zin, jo. En dan gaan we reden van de bekering als een bijspel van het volk Israël en zo tegen het Rode Meer ging. Dan deed Mozes dat lijden en ze komen bij het Rode Meer en ze wisten Farao kwam hingeron, de twijfel kwam bij hingeron. Zo het wordt angst. Dan helpt God het derg, het Rode Meer, ze kunnen hem draaien derg kunnen. En door is we deze teuflische macht hängen blijven. Farao kwam hingeron als een teufel en dan brokken de redeloze meer en dan klopt dat woord dat toont of verzoopt hij. Zo dit is een klein beetje wat hier passiert. We zijn verloren, anders is dat we durch het Rode Meer gaan. Ons reinwaschen laten van de zin. Zo dat is een reinwasching en we kunnen dat niet taufen nemen. Paulus, hij naam dat niet taufen. Zo wat meint dat taufen? Dat meint de reinwaschen van zin. Zo, nächste ding, Jezus zegt, je wordt im tempel afbreken en ik wil hem afbeuren en 3 deel. Zo hier brok wie te zijn in een bekering als een entscheiding mijn zindenleven los te laten. Dat is wat we brokken los te laten, van mijn vleeselijke natuur. Wat meint dat vleeselijke natuur? Dat is ons ik zijn. Ik zie raak en ik ga in weg en ik wil ze doen als ik wil. En du moet nog meer horen. Dat is een ik zijn wat we hebben. En daar is waar we van loslaten. Dat brok we doel te breken. Zo ik wil zeggen kort, een bekering is een entscheiding. Dat is niet een ding wat er 2 maanden duurt.
Dat is niet een ding wat ik stap voor stap doe. Dat is een Entscheidung, dat ik sie mir zeg, ja, ik zie aardig. En ik heb ganz klar, ik bruk no God te draaien. Dat is een Entscheidung, ja. En dan werden we wieder gaan. Dan hebben we een beetje wat de bekering is. Dat is omdraaien, andere zin schreeuwen, wat immer het is. Nu werden we checken, wat is de ware geboorte. So, Johannes 3, Vers 3, es sind gleich alle bekannt, dass das, wo Nikodemus nach Jesus kam, und früher, was kann ich tun, oder wo kann ich seilig werden, nicht? Du bist ein Mann von Gott, du weißt alles. Sei mir, was fehlt mir. Und da ist, wo Nikodemus eine Antwort kriegt von Jesus, da sagt er im 3. Vers, wenn du nicht warst, nie geboren worden, dann kannst du nicht das Reich Gottes sein. So, als eine Bekehrung. Weil nie geboren war. Wir haben mal ein bisschen checken dann. Hier zijn dan wieder, Nikodemus kam nur an und er sagt nach Ware. Nikodemus fragt im 4. Vers, was meint das? So, er konnte nicht wirklich geistlich denken, er dachte bloß natürlich. Er hat even noch so eine Frau, kann ein Mensch wahre natürlich trägt nur seine Mama an, dass er frisch geboren wird? Und Jesus sagt nicht, nee. Aber er erklärt ihm bloß im 5. Vers, du musst vom Wasser und von Geist geboren worden. So viele Menschen fragen, was meint Wasser? Ich selbst habe lange gedacht, was meint Wasser? Aber niemand die Taufe und die wahre Geburt und die Bekehrung studieren, nehme ich das Wasser kriegt dort, was eine Taufe meint. So du brauchst eine Reinwaschung von Sinn, und du brauchst geboren worden von Gott. Und das, was der nächste Vers sagt, das sagt, was von Gott geboren ist, das ist Geist. Und was von Fleisch geboren wird, ist Fleisch. So hier das ist ein Unterschied merken. So wenn wir nur den 5. Vers nehmen, du musst vom Wasser am Geist geboren werden. In anderen Worten, du musst den Sündenleben umdrehen, nach Gott und Vergebung nehmen, dann kannst du vom Geist geboren werden. So in der nächsten Vers sagt er, was vom Mensch geboren ist Mensch, was von Gott geboren ist Geist. So hier sind 2 Erklärungen. So körperlich war wir von einem Mensch geboren, und dann brauchen wir reingewaschen worden von Sinn durch die Vergebung von Jesus Christus, drehen nach Gott, ohne Buße, und dann können wir geboren werden. 7. Vers sagt, da war wunder die nicht, dass ich die sei, du musst vom Nien geboren worden. Und dann erklärt er, was das ist. Dort schaffst du es in Wind. Der 8. Vers sagt, dort ist ein bisschen ein Wind. Du weißt nicht, von wo der kommt, du weißt nicht, wo der Hahn geht, aber der ist da. Die hier stimmen sie in Soßen, sagt er. So was ist dann eine wahre Geburt? Das ist, was Jesus selbst erklärt. Das ist eine wahre Geburt. Du weißt nicht, wo das anfängt, du weißt nicht, wo das abhört, aber du weißt, da ist was. Und wir können noch mehr Vers nehmen, weil wir hier schon ein bisschen wiedergehen, da werde ich noch Lot davon reden. So was ist dann eine wahre Geburt? 1. Johannes 2, 29. Und hier will ich Ihnen erklären, wo wir können eine wahre Geburt prüfen. Hier sagt es, wenn je die Gerechtigkeit weite, en gerecht doen, dan sind je van am geboren. So, wo moeten we dat prüfen? Wir brauchen uns untereinander zu bechecken, und ich brauche mich zu checken, als ich wirklich die Gerechtigkeit Gottes weiß. Wenn ich die weiß und auch die tue, dann kann ich klar haben, ich sie wahre geboren. So dat es nicht bloß, wenn ich mit wem tot dolknei und bet, und der bet für mich, und ich betjan meine Sinn, dann kann ich sagen, die in der Stunde sehe ich wahre geboren. Das kann sein, du bist. Ich will nicht sagen, du bist nicht. Aber wenn du es wirst, die Gerechtigkeit erkennen, in die Daunen, dann bist du wahre geboren. Das wird hier gesagt, dann bist du wahre geboren.
1. Johannes 3, Vers 9. Wer nicht sündigt, der ist von Gott geboren. So wenn wir wollen weiten, als wir von Gott geboren sind, dann braucht wir klar zu haben, dass wir nicht mehr in Sinn leben. So dort ist die Klarheit, was uns klar macht. Dass wir wahre geboren sind. Wenn sein Sohn ist an uns. So, hier war ein Beispiel von geboren worden. Wir weten, dass es ein Mensch gibt, das braucht einen Sohn von morgen früh, dass ein Mensch gibt. Und wenn Gott sein Sohn an uns ist, dann warst du in Jest. So ist es seht. Natürlich ein Mensch, jestlich von Gott geboren worden, sein Sohn ist an uns, und dann warst du in Jest, wo nicht Sinn gedacht. So, noch ein Vers. 1. Johannes 3, 9. Wer nicht sündigt, der ist von Gott geboren. Wenn sein Sohn ist an uns. So, ich will noch mal ein bisschen erklären, was meint, wer nicht sündigt. Habe auch in 1. Johannes. So, das sind im 5. Kapitel, das habe ich hier nicht abgeschrieben, aber im 5. Kapitel, ich glaube, es ist 18. Vers, vielleicht ist es 13. oder am Ende, letzte im Kapitel, da sage ich, da sind some Sünde zum Daut, und da sind some Sünde nicht zum Daut. Weil wie weit Sinn ist Sinn bei Gott, Sinn führt immer zum Daut, aber was sagt das hier, da sind some Sinn, was nicht zum Daut sind, dort sind die Fehler, was wir merken, was wir nicht mutwillig tun, was passieren tun. Dort sind die Sünde nicht zum Daut. So dort ist Jesus gekommen, wenn sie wisst, dass wir verlorene Sünder werden, und da wenn sagt das hier, die werden nicht sündig, weil wer sündigt nicht? Dort ist der, wer von Gott geboren ist, wir können sagen, was von Gott geboren ist. Die sündigt nicht mehr. So in Sona ist wahre geboren. Dann 1. Johannes 4, Vers 1. Wer glaubt an Jesus Christus, der ist von Gott geboren. So war ein Teken. Und hier sind mehrere verschiedene Dinge, wo es eine klare Sicherheit sind, dort wir von ihm geboren sind. 1. Johannes 4, 4. Wer am Sieg diese Welt überwinden kann, durch den Glauben an Jesus Christus, der ist von Gott geboren. Und dann 1. Johannes 18. Wer nicht mehr sündigt, der ist von Gott geboren. So, hier sind viele Dinge, was wir finden, wo nie ein Mensch von Gott geboren ist. So, nu ein klein beetje, nur meine Erkenntnis noch, trägt wir dort, können wir weiten, als wir wahre geboren sind. Können wir weiten, als wir am Reich Gottes sind. Dort können wir bloß weiten, wann wir glauben. So eine andere wird, wenn Gott sein Wort sagt, in 1. Johannes 4, Vers 12 und 13, da sagt es, wer Jesus haft, der haft das Reich Gottes. Wer Jesus nicht haft, der haft das Reich Gottes nicht. So wollt ja wie weiter, als wir Jesus haben. Dort ist, wenn wir die Kraft haben, jeden Sinn. Dann hier wir auch mit Singen. So dort gibt uns die Kraft. 13. Vers sagt, und jetzt sage ich euch, dort wann je glauben an den Sinn Gottes, dann können wir weiten, dass wir im Reich Gottes sind. Wollt ihr weiter, da hängt an, sagt es, wenn wir glauben, was Gottes Wort sagt. So, wenn wir glauben, dass Gottes Wort reich ist, und er sagt, er hat uns Sünde vergeben, 1. Johannes 1, nein. Heißt trüen gereichen verjährte Sinn. Dann sagt er, und wer dort glaubt, dem sind die Sünde verjährt. Und Römer saß, da sagt er, dann sind wir gereicht von Sinn. Auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. So, wenn wir checken, da können wir nicht krank sein, die Stunde, wenn ihr wie wahre geboren sind. Wenn es dort brückt ein Leben, wo wir diese Kraft brücken tun, und wenn die Kraft an uns ist, dann haben wir dort ewige Leben.
Daarin zei ik, ja man, en weet je waarom ik dit reden doe? Ik heb manche phone call over die gekregen. En dan zei ze dat ze een boodschap gehoord. Die mens die zegt, wenn du nicht weißt, wann dag du wahr geboren bist, dan best waarschijnlijk niet. En dan zei ze te mij, die heeft gezegd, du moet de datum weten wanneer je geboren bent en wanneer je de kans gehad hast. Zo goed moet je de datum weten wanneer je niet geboren bent. Wel, weet je wat, mij denkt dat niet, dan zeg ik geboren zie, dat heeft mijn mama mij gezegd. Daaraan, wo weet ik dan wanneer ik geboren zie? Bloos wenn ik geloof dat mama heeft mij de waarheid gezegd. Daar weet ik wanneer ik geboren zie. Wel, wanneer we kans hadden, dat ging mij niet zo goed. Want mijn vriend niet, dat werd mij denken helpen, ik had weer vergeten wanneer de datum was. Aber wenn du mich willst fragen, als ich befreit werd, würde ich sagen, das ist meine Frau, ich twijfel er noch schon. Ich sage befreit. Wanneer? Das weiß ich nicht. So sind meine Dinge, was ich will uitbrengen. Zum Beispiel, wir haben eine andere Vers, habe ich nicht gelesen, aber wir fingen Vers, dort an die Frucht erkennst du den Baum. Jesus sagt, wenn je worden lijf houden aan daaraan wordt de welt kennen. Oké, zum Beispiel de appelboom wat we hier hebben. En ik kan dus staan aan je appelboom en eten door schijne appel. Nou, maar eenmaal wordt ik die vrouw, is dit boom al geplant? Wat wil je geloven? Nuts. Zeg, als die geplant, dus worden we hier niet appel eten. Maar wanneer ik wordt vragen, wanneer is die geplant? Oh, dat had je al veel, dat had ik niet opgeschreven. Maar ik weet dat ik die geplant heb. En weet je wat, hier waren, krijg je zich eerst reden van die maaltje. Zo werden we reden van deze ware woord. Wenn du nicht klar hast, dass du siegreich lebst, jeden Sinn, da ist, wo du anfängst zu zweifeln. Und da ist es auch zum Zweifeln. So Menschen haben so klar, der Datum kriegt dann und dann lege ich auf die Knie für ein Seelsorger, ja, und die bet für mich und ich bekehr mich dann, dass ich wahr geworden, bloß das Schade denke, als ich kann nicht sicher, ich sie noch einmal kriegt noch in der Leben. Well, dann hast du nicht wahr geworden. So ich sage immer, und nach der wahre Geburt ist nicht ein Ding, was wir Menschen am sich können uns geben. Das ist ein persönliches Ding, was jeder Mensch persönlich mit Gott beleben hat. Was ist das? Die Kraft jeden Sinn. Wenn der Jesus Gottes an uns wohnt. Und weißt du, wo wir das her haben? Hebräer Kapitel 8, Vers 10, da wo je vinger von dat nieuwe Bund, was Gott sagt, er sagt, ich will selbst mijn Satz in dien Hort aanschrijven. Gott selbst will sein Geist an dien Hort an. Wir fingen in Korinther. Sein Geist wohnt an uns. Und er will uns sein. Römer 8. Da sagt es, sein Geist wird uns Geist Zeugnis geben, dort wir sein Kind sind. So hier braucht wir Klarheit. Laat je nicht Angst merken. So nu wil ik een beetje meer reden. How about, some die zeggen, een prediger, zo'n prediger, dat zijn vervierische, falsche profeten. No, we hebben dat niet zeggen. We hebben den dort even zijn. We hebben niet voor het rechter zijn, en is er alle falsch wat hij zegt. Wenn die kan zeggen, wat ik zeg is falsch. Nou, we hebben ons niet zanken daarvan. We hebben verständnis hebben. Zo's met een maaltje. Laat dat feier tjingen en jeder eine tat aan voor een maaltje. Want du ook, dat is alleen maaltje. Zo is het met de visionen wat we tjenen de bekering. Som de fatale belevenis, jo. Geven Zeugnis van de bekering, dan zaten er 50 sterk. Oh, dan zie ik niet bekeerd. Zo'n heb ik niemals beleefd. Einer, der vertelt ein Zeugnis, so klar, wo sie gebet haben. Und dann ist das ein warmes Gefühl vom Körper aufgegangen, ganz stark im Körper, aber der Feit. Und da hat sich so glücklich und dankbar gefühlt. Und sie hat so klar gehabt, dass er seine Sünde vergibt. Und dann sagt der andere da und sagt, März, das habe ich never belebt. Wenn dort eine Bekehrung ist, dann muss ich mich noch mal bekehren. Und dann sägen sie nur so ein Gefühl und sie kriegen dort nicht.
Weet je wat, dat is een gevoel wat de mens gekregen heeft. En we hebben God danken dat hij ons een veel geeft. Wenn du nicht auch mal einmal durch eine Bekehrung haben wir in Frieden gekregen. Durch den Glauben an Gottes Wort kriegen wir in Frieden. Und das gibt uns eine Kraft, jenes hinterstehen. So werden wir uns nicht lassen verirren, wenn andere Menschen ihre Erfahrung. Wenn ich meine Bekehrung wird vertalen, dort meint nicht, dass Jesus nicht mehr da hat. Wenn ich meine Erfahrungen durch im Leben wird vertalen, wo ich Gebetserhörungen gehabt habe, und ich würde hier ein und alle vertalen, würde ich in den Haus fahren und sagen, Mensch, wenn ich mal gesund beleben, was da nicht Pana belebt habe. Das ist das Schaf, nicht? Habe ich euch eine Belebnisse? Und das ist, was wir mal klar haben. Sag ich, weil keinem nun in Klasse und allein sagen, wenn du zweifelst über deine Bekehrung, und du hast einmal nicht sich, Eva, Sinn, dann ist es nötig, dass du klar merkst. Wir können nicht in dieser Zweifel leer bleiben. Wir brauchen Klarheit zu kriegen. Aber wir wollen nicht ein Model merken, so macht bekehrt. Das sind lang nicht alle Menschen bekehrt, die da noch fähre kommen, wenn Revival-Meetings sind oder Erweckungschurchen sind. Kommen manchmal 50 Stück noch fähre, habe ich selbst belebt. Und die beten da und versprechen, Jesus zu dienen. Weet je wat veel passiert hat, als een emotionale Ding, wo Menschen bijna sind, und dann wird es wichtig von einer wichtigen Botschaft, dann wird eine Angst über Sünde leben, dann wollen sie das da abklären, das ist auch sehr fein, soll auch, aber nächsten Tag ist das viel aufgekühlt, dann lebt das wieder einen Sinn. Und das ist wichtig, dass wir das nicht tun. Absolut braucht wir Klarheit haben. Wir wollen niemals sagen, Mensch, du musst weiten, dass du wahre geboren hast. Du kannst dort weiten, wann du glaubst. Und dort muss klar sein, dass wir wirklich glauben. Das ist eine persönliche Erfahrung zwischen uns und Gott. Wenn du den nicht gemerkt hast, dann ist es nötig, dass du das. Wo kannst du das tun? Du musst den Sünde leben. Nur Gott reibt, bekehren musst du dich. Wenn du bekehrt bist, dann kriegst du die wahre Geburt. Und mein Ansicht, nur sagt das hier verstehen, ich kenne selbst die Bibel, selbst evaluieren und studieren dort, und mein Verständnis noch, ist eine wahre Geburt ein Prozess, eine Bekehrung, eine Entscheidung. Du brauchst dich zu entscheiden, Gott zu dienen, die nur Gott zu drehen. Du brauchst deine Sünden Kreuz zu trauen, der wird Jesus nicht von dir fortholen. Du brauchst du entscheiden, Kreuz zu trauen. Und dann jaft die, regt die diese Vergebung an. Und dann kannst du dich am Glauben annehmen. Wenn du dort das, dann kannst du hier lesen, was dann mit dir ist. Dann wirst du dem Helden Jesus, Römer 6, Vers 8 sagt dort, wer sterben det, Todesinn können wir sagen, wer sterben det, dann glaube ich, dass er mit Jesus wird abstehen. So sterben, dort muss wir weiten, dort wir dort wollen. Das ist eine Entscheidung, was du und ich können tun. Ich kann du weit, dass wir Sinn im Hort haben, nicht? Oder muss wir dort auch noch glauben, dass wir haben. Ons gewässer, ich sage, unsere Ohren waren rot, wenn wir lehen. Unsere Augen waren rot, wenn wir stehlen. Dort weit wir. Dort feilen wir in der Bras, wir waren engläftig. Alle hatten hier viele geschrieben, wenn wir sind tun. Dort ist nicht ein Ding, was wir glauben brauchen, dort weit wir. Und dort port, muss wir weiten, dort wir unsere Sünden Kreuz bringen. Das ist eine Entscheidung. Aber dann, der nächste Stopp ist, dann glauben wir, dass wir mit einem abstehen. In Römer 6, Vers 8 sagt das, na 9 sagt das, kriegt so, als Jesus einmal stirbt, für alle Sinn, dann lebt er Gott. Dann sagt er in all der Vers, und also doet je. Maar klar, holt je dafür, dass ich sehe mit meinen Sünden Kreuz gegangen und gestorben zu sein, durch dem Glauben wird der Sinn nicht mehr herrschen in uns. Und das, wo wir wahre Geburt sind. Noch ein klein bisschen mehr von der wahre Geburt, Klasse 3, Vers 4.
da sagt er doch, wenn Jesus ons Leben ist, was openbaar maakt. Weil der erste Vers sagt, dass wir sollen nur dort trachten, was da boven ist, wo Jesus ansteht für uns. Zweiter Vers war, tracht nur dort, was da boven ist, nicht nur dort, was er ist. Warum nicht? Wenn es durch das wir uns Lotte von den Sinnen reinwaschen, dadurch sind wir mit Jesus, den Glauben an Jesus. Dort macht uns, dass wir beschützt sind von Gott, wenn es steht an bei Gott. Er ist eine Rechte Gottes von der und steht an für uns. So da sind wir verborgen, beschützt, können wir sein, von wem? Der Teufel. Und an der 4. Vers sagt es, und wenn Jesus uns Leben, was meint uns Leben? Die Samen, was Gott in uns hat getan, dort fängt an zu leben. Und das ist uns Leben, das hat er uns gegeben, durch seinen Geist. Warum, wenn wir diese Geburt in Betracht nehmen, weil wie weit dort, wir sind alle so klug, natürlich, ja, dort ein Kind ist nicht geboren, wenn er anfängt zu wachsen. Dort warst erst 9 Monate, ohne diesen Schutz von der Welt, von der Luft und alles. Die Mama ist der Schutz für das Kind, was er von 9 Monaten warst. Und wir sagen nicht, dass die Lied hauen, wenn die 2 Kinder haben, das ist in anderen Zeit, dass sie 3 haben. Das sagen wir dann, wenn das Kind erst lebt. Und Klasse sagt das 4. Vers, wenn dein Leben erst offenbar wird. Weil wenn ihr ein Kind offenbar, wenn das geboren ist und das Milch nicht und Strich nicht und Stanker nicht, dann wird kein Leben offenbar. So dass wo Action kommen hat von dem Kind. Und weißt du, wo uns Leben offenbar ist, da wo wir jeden Sinn stehen. Und das war, was wir gerade alle gelesen haben. Wer wahre geboren ist, der hat eine Kraft, keinen Sinn. Und das ist uns Teken von, dass wir wahre geboren sind. So, dort geht ein Titel, ja. Ich sage immer, ich will nu nicht sagen, dass alle aardig wat andere zijn, aber ich verstehe das so, dass die wahre Geburt ist nicht eine Entscheidung, das ist Gott sein Ding, was er uns schafft. In Klasse 3 fing wir 9. Vers, da sagt das, und dann tragt dem neuen Menschen an, was er geboren ist, kann sein. Tragt dem an, dann als du Erkenntnis kriegst, von dem, wer die gemerkt hat. So, das ist eine wahre Geburt. Tragt dem neuen Menschen an. Wie waren geboren, und dann tragt wir dem an mit Wort, mit der Frucht von dem Geist. Wenn wir sind geistlich nie geboren, und da wurde Gott sein Geist anfangen an uns zu schaffen, und das, was wir brauchen, anzutragen, und dann war wir zum Tempel Gottes. Dat is waar ik schaffen kann. So, nach dem Betrag war ich wünsche nicht, dass wir deuten, wenn so eine Botschaft als das, nicht andere verachten, was sein, die muss das weiter. Wenn wir reden, alle Plattdeutsch, und wir haben alle unsere Meinung im Hort, und so werden wir auch keinem verachten, was sagt, du kannst das nicht weiten. Fäng erst mal an, was haft im Hort. Was meint er mit dort, wenn sagt, du kannst das nicht weiten? Weil, wir kennen das nicht. Wenn es alles, was für uns ist, kann wir nicht weiten. Das kann wir bloß da weiten, wenn wir das glauben. So werden wir die Dinge nicht zu hoch merken von beiden Seiten und machen Menschen verbessern dadurch. Wenn wir ein Verständnis haben von den beiden Seiten, dass wir verstehen können. Wenn einer sagt, du März, dann sieh nicht für die Welt, prüf die im Hort, hast du sich. Wenn du Sieg hast, und das für jeden, wenn du debütiert hast, weil die Hauptsache ist, was? Dort du das Leben hast. Dort der Baum Frucht trägt. Und wenn der Frucht trägt, dann ist das nicht so wichtig, wo ihr der geplant ist. Oder auf der habt geplant ist, wie weit der ist. Und diese Vers, die sagen dort. Hier sind verschiedenste Dinge. Wir haben noch einmal mit Eva gehen zum Schluss, wo das sagt, was ist eine wahre Geburt? Was ist eine wahre Geburt? Wenn du die Gerechtigkeit weißt und du das ist eine wahre Geburt. So, nächste,
Wenn du nicht mehr sündest, dann hast du eine wahre Geburt. Wenn du dein lebst, was Gott geboren hast, dann bist du von ihm geboren. Wenn du glaubst an Jesus Christus, dann bist du von ihm geboren. Wenn du Sieg hast in der Welt überwinden kannst, dann bist du von ihm geboren. Wenn du nicht mehr sündig hast, dann bist du von ihm geboren. So, das nächste werden wir noch ein klein bisschen noch 1. Petrus checken. Wo da redet von, wenn du eine Tugend hast, dann denkt ihr noch. Und da sagt es viel von diesen Dingen, dann daut das. Wenn du in Gerechtigkeit sitzt, dann daut das. Und diese Dinge daunen, dann sagt es, wenn du das, dann wirst du nicht aufholen. So, diese Connection, als wir wahre geboren sind oder nicht, dort hast du daunen mit, als der Frucht kommen hat. Wenn der Frucht kommen hat, dann wirst du nicht aufholen. Das wird das sein. So, wenn wir diese Dinge klar merken, dass die wahre Geburt und die Bekehrung ist eine Entscheidung für Gott zu leben, und die wahre Geburt ist die Erfüllung, was wir kriegen, wodurch wir können überwinden. Wir werden noch abstehen zum Schluss, und will ich beten. Himmlischer Vater, ich danke und preise dich für dein Wort. Und ich danke dir auch, dass das Wort rausgebracht in der ganzen Welt. Und mein Gebet ist von dir an, dass all die, was das gehört hat, hier und immer, dass wir wirklich nur Gottes Wort checken und prüfen, was es Wahrheit. Und dass wir nicht uns Leute verbiestern von so einer einfachen Sache, was wir manchmal sein, unbedacht, bloß nur unsere Erkenntnis oder unsere Erfahrung noch. Herr Jesus, beschützt uns, dass wir nicht dürfen Teil sein an so hastig Menschen rechten, was ein klein bisschen anders sein als wir verstehen. Ich bin dir dankbar, dass du uns viel von der Unwissenheit, dass du sagst in dein Wort, dass du das der Unwissenheit vergeben. Und Herr, dass wir da binnen können getrost sein und dass wir können geloten sein, dass die Hauptsache ist, dass wir wirklich uns Hort die geben tun und dass du da binnen leben kannst. Dass es nicht so wichtig ist, wo das passiert. Du das all diese Seele raten, ab dem Weg, was dein Willen ist. Nicht unbedingt ab dem Weg, was wir denken, dass es soll. Aber Jesus, help uns, wirklich die Wahrheit zu verstehen und dort zu leben. Ich bete, dass du jeder in dem Sehnen wirst, was mit uns sein. Im Namen Jesus. Amen.